Die Staats- und Universitätsbibliothek Bremen bietet den Zugang zu E-Books im Campusnetz der staatlichen bremischen Hochschulen an. Dafür werden die E-Books bei verschiedenen Anbietern lizenziert, die individuelle Nutzungsbedingungen haben. Heute erkläre ich einmal die Nutzung von E-Books auf der Plattform des Anbieters Chiando. Dafür habe ich im Katalog schon einmal den Titel Qualitative Inhaltsanalyse in der Vollansicht aufgerufen. Bevor ich jetzt auf den Zugriffsbutton klicke, um das Buch aufzurufen, schaue ich mir einmal unter dem Link „Kann ich drucken, speichern und kopieren" die Nutzungsbedingungen des Titels an. Den Link findet man immer unter den E-Books und unter dem Zugriffsbutton. Das ist jetzt eine kleine Hilfeseite, die wir erstellt haben zu mehreren Anbietern jeweils. Und da kann man auf einen Blick dann sehen, was man mit dem E-Book alles machen darf. Bei Giando ist es so, dass man in der Leseransicht jeweils einzelne PDF-Seiten kopieren und ausdrucken kann. Und wenn man etwas herunterladen möchte, dann kann man auch mehrere Seiten beziehungsweise das ganze Buch herunterladen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt bei E-Books, dann kann man immer hier unter dem Volltext-Button auf Probleme mit dem Link klicken. Da generiert sich dann ein Formular, das an unsere Kollegen geht, die dann einmal schauen, wie wir ihnen individuell bei ihren Problemen mit dem E-Book helfen können. So, jetzt rufe ich einmal das E-Book auf über den Button Volltext und werde weitergeleitet auf die Giando-Webseite. Hier sehe ich gleich oben, ich habe die Möglichkeit, einmal das Buch als PDF downzuladen und einmal online zu lesen. Wenn ich auf Online lesen klicke, dann öffnet sich wiederum ein Fenster mit dem Volltext. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, einmal das Buch online zu lesen. Dann muss ich aber die ganze Zeit mit dem Internet verbunden sein. Ich habe hier oben die Möglichkeit, die nächsten Seiten anzuklicken. Und auf der linken Seite habe ich einmal das Inhaltsverzeichnis und kann in dem Buch in den verschiedenen Kapiteln navigieren. In diesem Lesemodus, wie wir eben schon bei der Kurzansicht einmal gesehen haben, kann man jetzt nur einzelne Seiten speichern oder kopieren. Man sieht das auch ganz schön, wenn man hier etwas markiert. Dann geht immer nur eine Seite und ich kann dann mit Rechtsklick die Seite speichern oder drucken. Wenn ich jetzt das ganze Buch herunterladen möchte, dann muss ich einmal das PDF downloaden. Und um dieses PDF downzuladen, brauche ich den Adobe Digital Editions Reader. Den kann man sich, wenn man den noch nicht installiert hat, hier direkt herunterladen. Wenn man da draufklickt, dann werden einem einmal die Installationsdateien für die verschiedenen Anbieter, also Windows oder Mac, angeboten. Und man kann sich die Installationsdatei hier direkt herunterladen. Hier die Installationsdatei dann einmal nach dem Download öffnen. Und dann einmal bestätigen, dass man dem Anbieter vertraut. Die Lizenzbestimmungen muss man dann einmal bestätigen und hier dann weiterklicken und dann kann man das Programm kostenlos installieren. Wenn man dann auf Beenden klickt, fertigt, wird das Programm einmal geöffnet. Und man kann jetzt auch das Giando E-Book herunterladen. Dafür klicke ich hier einfach auf Download PDF und öffne das Buch.
Wenn nach der Adobe Digital Editions ID gefragt wird, kann man hier unten einfach anklicken, dass man den Computer ohne ID autorisieren möchte. So, jetzt sieht man auch, das Buch wird heruntergeladen. Man hat jetzt hier bei Adobe Digital Editions quasi ein eigenes Bücherregal und das Buch wird dann in diesem Programm geöffnet. Man sieht, jetzt ist das ganze Buch heruntergeladen. Ich kann jetzt also auch offline in dem Buch navigieren. Das Ganze ist für 36 Stunden heruntergeladen. Dann wird es automatisch unlesbar. Und auch hier kann ich mir jetzt Kopien erstellen oder einzelne Seiten speichern, indem ich es markiere. Man kann hier auf der linken Seite noch sich das Navigationsfeld ein- und ausblenden, also auch wie in dem Lesemodus zwischen den einzelnen Kapiteln herumspringen und damit das Buch ganz komfortabel nutzen. Wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr euch immer gerne an uns wenden, entweder persönlich vor Ort oder einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben an sub.uni-bremen.de.